Also, Selçuk, Ja, hi. erstmal allererste Frage. Wie kam es eigentlich zu der Musik? Wie ich zu der Musik kam. Ähm, Ich wusste sehr früh in meinem Leben eigentlich, dass ich irgendwas künstlerisch machen wollen würde. Und das beinhaltet eigentlich auch Architektur, Zeichnen, Journalismus, Schreiben, was auch immer. Und irgendwann mit 15 hat mich ein Kumpel von mir angesprochen, hey, wir gründen eine Band und du bist extrem zuverlässig, hast dir keinen Bock, Keyboard zu spielen? Und dann habe ich einfach ein Keyboard gekauft. Keine Ahnung, was dieses Ding soll, aber es sah halt wahnsinnig cool aus. Und dann fingen wir halt an, in der Garage Musik zu machen. Cool, das war dann die erste Musikrichtung, wo ihr dann so gesagt Fuß gefasst habt. Wir waren, also eins vorab, wir waren grottenschlecht. Wir waren unfassbar schlecht. Was heißt grottenschlecht? Grottenschlecht heißt einfach tatsächlich wortwörtlich grottenschlecht. Also wir hatten große Träume und unsere Vorbilder waren halt, ich meine, wir reden jetzt hier über die 90er, also frühen 90er, späten 80er, Prince zum Beispiel war so ein Riesenvorbild. Und wir waren nicht mal 1% von Prince. Also überhaupt nicht. Aber wir haben's probiert. Und also zumindest für uns, unter uns im Übungsraum. Und naja, also die Geschichte ging halt dann so weiter, wir haben halt dann 10 Jahre Musik gemacht. Und so eine Band ist halt wie eine Clique, weißt? Und je älter du wirst, desto weniger Bock hast du auf eine Clique und mussten wir halt dann einfach entscheiden, höre ich auf mit diesem Hobby oder mache ich es professionell? Genau, da hat sich's getrennt. Hm. Interessante Frage. Wenn ich das jetzt zurück zusammenrechne, warst du dann ungefähr 25, wo dann ungefähr die Entscheidung kam, mache ich es jetzt professionell oder lasse ich es lieber? Die Entscheidung wurde mir tatsächlich abgenommen, weil ich bekam irgendwie, da war ich um die 20, ich bekam einen Anruf von einem Atelier, die halt Dokumentationen, medizinisch-technische Dokumentationen für ARD gemacht hat. Und die haben dringend einen Komponisten gesucht, einer, der kostenlos arbeitet, vorzugsweise. Und weil ich halt so mit sphärischen Sounds unterwegs war ich halt der prädestiniert dafür und bin halt dann in dieses Atelier gefahren und habe halt dann für die ARD so eine 30-teilige Serie vertont. Und da habe ich Blut geleckt. Musik zu Bild sollte es sein. Also jetzt kein Bandgedöns. Ich hatte keinen Bock. Ich war nie Rock'n'Roll. Ich habe das immer eigentlich nicht gehasst, aber ich war es halt nicht. Dieses ganze Blabla und verschiedene Persönlichkeiten und der übt nicht und der kommt nicht und Musiker werden ausgetauscht und dieses ganze Bühnengedöns, ich wollte halt nicht mehr. Aber genau diese Studioarbeit, diese Musik kreieren, Bilder musikalisch zum Leben erwecken, das war genau meins. Da habe ich dann die Entscheidung getroffen, dass ich tatsächlich Filmmusik, also im weitesten Sinne quasi in diese Richtung eigentlich eher gehen möchte, statt Band, weil mich die Aussage und Texte einfach nicht interessiert haben. Das ist mal ein interessanter Gesichtspunkt, weil wie ist es aus deiner Sicht? Wird Musik heutzutage aktiv oder passiv immer wahrgenommen? Passiv, definitiv. Das kann ich das ganz genau erklären. Also ich bin ein Kind der 80er. Ich weiß, wie sämtliche Musiker in den damaligen Bands, wie die alle einzeln heißen. Egal Schlagzeuger, Gitarrist, Bassist, Keyboarder. Weißt du, wer der Gitarrist und der Schlagzeuger ist von Taylor Swift oder von Ed Sheeran? Nee, interessiert dich auch nicht. So, und das ist der Unterschied. Mhm. Also passiv. Sehr passiv. Okay, interessant, weil du hast ja auch schon gesagt, Bühnenbild, alles es ist alles sehr showgerichtet und alles ich weiß nicht, du kennst ja auch diese berühmten, sagen wir mal, Intervalle, die besonderen, sagen wir mal, die ganzen Akkorde, die halt einfach mehr oder minder jeden Popsong ausmachen. Findest du diesen Trend eher gut oder eher wirklich schlecht, weil das ein bisschen die Musik ein bisschen sehr monoton macht und sehr austauschbar, so wie die Personen dahinter? Also ich glaube, man muss da tatsächlich unterscheiden zwischen Entertainment Mhm. und ich meine, wenn Leute heute in den Club gehen oder beim Joggen Spotify hören oder mit ihren Freunden unterwegs sind, Geburtstagsfeiern, Silvester und so, keiner will sich in die Musik reindenken. Es muss einfach passen, der Vibe muss passen, der Beat muss einfach passen, es muss fett klingen und da habe ich totales Verständnis dafür. Ich stehe selbst auf dieses Zeug. Und dann gibt es natürlich noch die intellektuelle Musik und ich glaube, das kommt eher mit dem Alter. Dass du dann, wenn du mal so ein bisschen gesettelt bist und eben nicht mehr in Clubs gehst, wenn die Clique sich aufgelöst hat und du sitzt halt dann da mit deiner Familie und mit deinem Schreihals, dann setzt du halt Kopfhörer auf und hörst bewusst Musik. Und ich glaube, das beginnt so mit 30, tippe ich jetzt mal ganz grob, wo du einfach deine Ansprüche so einen Hauch höher schraubst. Mhm. Wie war es damals eigentlich, wo du dann so gesagt die ersten Fußstapfen gemacht hast für die Musik?
Waren das wirklich Prince? Waren das alles immer die Charts, die immer dich begleitet haben? Oder waren das irgendwann, wie du auch gesagt hast, mit einem gewissen Alter auch andere Musiker? Also gerade wenn ich jetzt Filmmusik überlege, sind da zum Beispiel, ach Gott, wie war das? Jetzt fällt es mir gerade nicht ein, aber zum Beispiel der Soundtrack von Interstellar. Hans Zimmer. Danke. Ja. Ich weiß den Namen Hans, aber ich Ja. weiß nur überlegen. Zimmer? Ja, Hans Zimmer. Ist jetzt mittlerweile für dich Hans Zimmer ein Vorbild geworden, oder? Ich kenne ihn persönlich tatsächlich. Ach. Also, und ich wollte nach LA ziehen zu ihm vor 10 Jahren. Und der Hans meinte, weißt du was, Kumpel, lass es. Du bist in Deutschland, du bist etabliert. Wenn du hierher kommst, dann sitzt du bei mir erstmal die nächsten 3 Jahre in so einem kleinen Kabuff und schneidest für mich nur Samples. Und sagt, weißt du, wenn du jetzt 20 wärst und keine Familie hättest und wirklich Anfang deiner Karriere stehst, ich meine, mit 20 kann man eh nicht über Karriere sprechen, aber also du wärst hier total frustriert auf Dauer, weil du halt auch in diesem gewissen Alter schon bist. Ich war da um die knapp 40 und sagte, also ich bin immer für dich da, du kannst jederzeit kommen, wir können reden, schick mir Musik, ich berate dich, lass uns einfach Kollegen bleiben, aber bitte, bitte verkauf jetzt nicht dein Haus und löse alles auf in Deutschland, komm hierher und erwarte einfach, dass dich hier eine großartige Karriere erwartet, weil es wird nicht passieren. Warte lieber, bis dich Hollywood anruft. So habe ich es gemacht. Also hat er zu mir gesagt. Und das habe ich beherzigt und ich bin wahnsinnig dankbar dafür, also für diese Ehrlichkeit. Und muss ich ehrlich sagen, das ist auch ein sehr guter Lebensfreund, muss ich sagen, der auch so 'ne Absolut, ehrliche cool. Meinung sagt. Ja. Wann hast du denn so gesagt deine Lebensfreunde kennengelernt, die jetzt dich sehr lange begleiten? Weil das ist jetzt auch grade so in den jungen Jahren so. Manche Leute gehen zur Schule, dann geht man studieren. Wenn man am gleichen Ort studiert, dann ist man meist mit den Schulfreunden so gesagt weiter befreundet, bis so gesagt bis zum Lebensende. Ich bin zum Beispiel hergezogen. Ich habe mit meinen Schulfreunden an sich am wenigsten zu Ja. tun. Ja, es ist bei mir ähnlich. Also es ist, ähm, wie gesagt, so eine Clique löst sich auf irgendwann und dann bleibt halt irgendwann, vielleicht, wenn du viel Glück hast, der harte Kern. Und bei mir ist es tatsächlich eigentlich eine Person, die ich jetzt nach 20 Jahren wiedergefunden habe und wir unterhalten uns heute auf einem völlig anderen Niveau. Aber ansonsten habe ich halt neue Freundschaften geschlossen, also qualitativ auch hochwertigere Freundschaften. So alle paar Jahre kommt irgendjemand dazu. Und halt, stopp, einen habe ich vergessen. Einen amerikanischen Freund von mir, der auch einer der genialsten Copywriter, Texter ist. Und den habe ich tatsächlich, kenne ich jetzt seit 35 Jahren, so ein ehemaliger Marine, lebt bei mir in der Nähe und mit dem treffe ich mich eigentlich wirklich regelmäßig. Aber ansonsten so ich meine, wenn du heute sagen kannst, du hast tolle Freundschaften und es begrenzt sich auf 3, 4, dann bist du eh schon reich. Es reicht auch. Es reicht wirklich fürs Leben, weil das ist ab einem bestimmten Alter mit Frau und mit Kind, du hast diese Kapazitäten, also mental auch gar nicht mehr, dass du dich jetzt mit 20, 30, 40 Freunden irgendwie beschäftigst. Es muss tatsächlich organisiert werden. Und von daher, take it easy. Das nimmt alles seinen Lauf. Das merke ich schon. Also, take it easy habe ich auch schon so gemerkt. Je nachdem, was ich auch mache oder so gesagt meinen Fokus lege in mein Leben, ändert sich ja natürlich auch mein Freundeskreis Ja. dahingehend. Und du hast auch gesagt, 'n sehr guter Kumpel auch von dir ist, der auch Copywriter ist. Also, bedeutet, du hast die meisten Freunde dein Leben kennengelernt, wo du wirklich gemerkt hast: „Ich weiß, was ich möchte.“ Ja, es ist halt einfach, unsere Lebensphilosophien sind gleich, habe ich gemerkt. Unsere Musikgeschmäcker, unsere Reiseziele, unser Wein- und Essensgeschmack und identische familiäre Probleme und so, weißt du? Und das sind halt natürlich Sachen, die halt binden. Und erkennen tust du so einen besten Freund daran, dass du plötzlich um 3 Uhr morgens bei ihm auftauchst und sagst, man, ich brauche einen Schlafplatz. Und der macht einfach die Tür auf und sagt, da ist die Couch, da ist ein Kissen, da ist die Toilette, wir sehen uns morgen früh. Fertig. Das ist ein Freund. Und jeder, der das nicht macht, ist nicht dein Freund. Ganz einfach. Sehr gut. Ich habe mal jetzt mal eine andere Frage, mal jetzt wieder zurück zu der Musik. Einfach mal so Kernpunkte, weil ich ja selber auch Musiker bin oder war, je nachdem, wie man es sieht. Was ist für dich das nervigste Musikinstrument, was du persönlich kennst? Äh, Gibt's tatsächlich nicht. Sicher. Na, ja, ich weiß, du willst es wahrscheinlich auf irgend so Panflöte oder Flöte oder Nasenflöte. Nasenflöte, oh Gott, da kenne ich eine Anekdote, aber lass mich das mal. Also für mich ist es ja, für mich steht ja jedes Instrument im Kontext. Und
Ich bin momentan gerade dabei, so einen Imagefilm zu vertonen. Und wir haben da so eine ganz kurze, lustige Szene. Und da gibt es so ein Instrument, das ist eigentlich so eine Glocke oder irgendwas. Also macht das so Comedy-Sound irgendwie. Würde ich nie im normalen Leben einsetzen. Aber das hat in dem Kontext, weil der Protagonist in dem Film so seine Augenbraue hochzieht. Und genau in dem Moment habe ich diesen Sound draufgesetzt. Und es ist perfekt. Es klingt einfach genial. Und jeder weiß sofort, was gemeint ist. So ein Augenzwinkern und gut ist. Also von daher, es gibt kein falsches Instrument, es gibt nur einen falschen Einsatz von diesem Instrument. Deswegen, ich überlege gerade so, wenn du sagst, dieses Wuhuhu, das klingt ja wie ein Wellblech eigentlich, was ist so ein. Exakt, ist es kein Wellblech? Doch, nee, sorry, war mein Fehler. Du bist gut. Tatsächlich ist es ein Wellblech, dieses genau. Ja, aber das kommen wir auch mal gleich mal wieder zurück zu den anderen Thematiken wieder. Ja. Gerade auch, wie ist für dich Beständigkeit im Leben? Gerade jetzt so, heutzutage ist das relativ ein schnelles Leben. Ich meine, ich habe es auch schon erlebt. Ich wurde zum Beispiel gekündigt, relativ kurzfristig. Ich habe eigentlich sehr viel schon durchgemacht und habe dann so gemerkt, Beständigkeit für mich ist ein sehr schwieriges Wort. Gerade auch zum Beispiel eine Partnerin zu finden in der also wirklich heutzutage, weil alles so schnell ist, alles so kurzfristig. Wie bist du damit dann umgegangen? Wann hast du gemerkt, jetzt kann ich langfristig planen? Also ich glaube, das entwickelt sich mit der Zeit, mit deiner Persönlichkeit. Es ist irgendwie, also ich war auch immer so auf 180, bin ich durchs Leben gerauscht und ich war immer so mit dem Kopf durch die Wand. Ich will das jetzt, ich muss das jetzt machen, koste es, was es wolle. Heute ist es tatsächlich so, dass ich sage, bevor ich mit dem Kopf durch die Wand renne, stelle ich mir die Frage, was ist denn diese Scheißwand überhaupt? Also jetzt mal einfach mal ruhig bleiben, also runterkommen. Und das ist diese Beständigkeit, dieser innere Frieden, der kommt tatsächlich mit den Jahren, weil du kannst äußere Umstände ohnehin nicht ändern. Die Welt da draußen ist tatsächlich mittlerweile so völlig durchgeknallt. Und wenn du eine solide Basis hast, ein Fundament hast, also wenn du in dir ruhst, wenn du einen tollen Partner oder Partnerin an deiner Seite hast, wenn es mit deinen Kindern funktioniert, praktisch diese Harmonie zu Hause, wenn diese Basics oder auch mit deinen Eltern, wenn es tatsächlich passt, dann kommst du auch mit den äußeren Umständen auch ganz gut zurecht. Also hab ich gemerkt. Und ich kam nicht zurecht, weil ich diesen Frieden gar nicht gesucht habe. Und erst als ich anfing, mich zu Hause irgendwie einzuordnen und mich wirklich auf meinen Partner und auf meine Familie einzugehen, kam so eine innere Ruhe und das strahlst du nach außen aus. Also wenn da irgend so ein ausgeflippter Kunde kommt, sage ich, du, weißt du was, ich lege jetzt auf und du kannst dann wieder anrufen, wenn du wieder bei Sinnen bist. Punkt. Früher hätte ich ihn angeschrien. So, und dann bin ich der Loser. Das wollen wir ja nicht. Kam das durch die Lebenserfahrung oder sagen wir es mal anders, als du deinen Selbstwert mehr oder minder gefunden hast? Ähm, Nee, ich habe bittere Erfahrungen gemacht. Das war eigentlich eher das Problem. Ich hatte mal vor 10, 12 Jahren einen Kunden, der mich in den Wahnsinn getrieben hat. Und ich habe dann wirklich kurz mal die Fasson verloren und habe dann gesagt, du kannst hier nicht anrufen und hier willkürlich über meine Zeit verfügen, weißt? Es steht überhaupt nicht mehr im Verhältnis, dieses Budget, zu dem, was ich leiste. Da ist weder Wertschätzung da und du verstehst auch gar nicht, was ich mache. Ich meine, es ist zwar Fakt, aber sowas sagst du halt dem Kunden besser mal nicht. Und der war halt dann von heute auf morgen weg. Ich bin zwar dankbar dafür, dass er weg ist, aber es zieht halt seine Kreise. Oh, pass auf, wenn du den anrufst, das ist so ein Stresskopf, mach das mal lieber nicht. Und also du verlierst ganz schnell an Reputation. Es heißt jetzt nicht, dass du zurückstecken sollst, wenn etwas nicht okay ist. Aber es gibt halt auch eine professionelle Methode, das auszudrücken. Und das musste ich halt auf bittere Art und Weise lernen, weil halt dann die Kunden einfach ausbleiben. Weißt, keiner will mit einem Arschloch arbeiten. Schon gar nicht jetzt heute mit den Jungen, die wollen es einfach nicht mehr, was ich verstehe. Denkst du, Leute trauen sich heutzutage weniger? Ich glaube, man muss tatsächlich unterscheiden. Also ich glaube, dass das heute falsch vermittelt wird. Also sei es in der Schule oder in der Lehre oder was auch immer. Es geht nicht um die Ausbildung eigentlich. Also ich meine, die musst du machen, kommst du gar nicht drum rum. Du brauchst ja irgendeine Basis. Aber ich glaube, was dich wirklich stark macht, sind so Widerstände. Du musst auf die Fresse fallen. Also du lernst ja nichts mit Erfolg.
Null. Also ich hatte sehr oft Erfolg in meinem Leben. Ich hatte auch sehr, sehr oft Misserfolge in meinem Leben. Und gelernt, weitergekommen bin ich tatsächlich nur mit all den Sachen, wo ich auf die Fresse fiel. Also sei es jetzt mit diesem einen Kunden, den ich gerade erwähnt habe, oder eben zwischenmenschlich, privat genauso. Es ist Probleme lösen. Das ist unsere Aufgabe und das lernst du halt einfach mit der Zeit und du wirst halt immer besser. Wie ist für dich diese Problemlösung? Überlegst du lange oder improvisierst du eher? Ne, also ich arbeite sehr, sehr intuitiv. Ich verlasse mich auf mein Bauchgefühl und vor allem habe ich halt gelernt zu reflektieren. Ich habe gelernt, sagen wir mal so, die Perspektive zu wechseln. Also ich versetze mich tatsächlich, wenn es jetzt kein völliger Schwachkopf ist, einfach in seine Situation rein und denke mir, okay, was sind seine Beweggründe? Und dann versuche ich tatsächlich das zu verstehen und dann funktioniert das auch, weil ich dann einfach, dann habe ich in meinem Kopf, es geht sehr, sehr schnell, also wir reden jetzt hier wirklich über 10, 20 Sekunden vielleicht, Mhm. und dann analysiere ich die Situation und sage, okay, gut, was könnte ich jetzt, weil mein Job ist ja, jeder von uns ist ein Problemlöser auf seine Art und Weise. Und wenn du dann diese zwei Meinungen hast, praktisch Pro und Contra, dann kommst du auch mit gesundem Menschenverstand kommst du auch zu einem vernünftigen Ergebnis. Und wenn du das dann auch noch kommunizierst dem Gegenüber, der völlig anderer Meinung ist, dann entwickelt sich so ein Vertrauen und so eine Sympathie. Und Mhm. dann erarbeitet man sich das zusammen. Und das ist dann perfekte Teamarbeit. Was ist für dich wichtiger? Sympathie oder Empathie? Beides. Weil ich meine, du kannst mich sympathisch finden, aber wenn ich dir gegenüber empathielos bin, dann löscht sich das doch aus. Also ich meine, dann erkennst du deinen Fehler sehr, sehr schnell und stellst dann deine Sympathie mir gegenüber ganz schnell ein. Hast du Kinder? Ja, ich habe 2 Kinder, 2 Töchter. Äh, Wünschst du dir nicht einen Sohn? nein, um Gottes Willen. So 'n türkischen kleinen Pascha, weißt ne, also es ist irgendwie ne, danke schön. Das wollte ich mal nachfragen, weil ich bin selber ja Onkel geworden. Ich muss immer sagen, ich habe eine kleine Nichte und die ist einfach Gottchen, die rennt hin und Ja. her, redet so wie 'n Wasserfall schon mit 3 Jahren. Wie war für dich eigentlich, grad auch mit deinem Job, mit deinem musikalischen Dasein, hast du auch deinen Kindern auch schon so gesagt, auch die Musik beigebracht oder sollen die das selber für sich entdecken? Sie haben beide angefangen, die eine Klavier, die andere Gitarre. Und so nach gefühlt 2 Monaten haben sie plötzlich gemerkt, das ist scheiße viel Arbeit und ich gehe jetzt lieber aus. Und jetzt liegt ihre Gitarre bei mir im Studio und das Klavier von der Großen habe ich verkauft. Äh, ja, aber es ist okay. Also niemand muss irgendwie in die Fußstapfen seiner Eltern treten, finde ich. Da wäre meine Frage, wann haben die Töchter diese Experimente gemacht mit Klavier und Gitarre? Mit welchem Alter circa? Ähm, beide grob so zwischen 8 und 10, so in dem Alter. Denkst du, man sollte es auch so solche Experimente machen, grade musikalische Experimente, grade so in der Zeit in der Uni oder so 'ne Au Zeit aus in der Ausbildung oder so? Klar, warum nicht? Also man muss mal vorstellen, also ich habe ja das erste Mal ein Musikinstrument angefasst, da war ich 15. Mhm. Ich hatte bis dorthin überhaupt keinen Kontakt zur Musik. Und das Alter spielt tatsächlich keine Rolle. Du kannst auch mit 40 anfangen, Klavier zu spielen und mit 45, 50 kannst du dein erstes Bach-Konzert geben. Es geht alles. Wie fanden eigentlich deine Eltern die Idee, dass du mit 15 so einfach 'n Keyboard holst, mit deinen Kollegen Oh einfach Gott. Also mein Papa, also Gott habe ihn selig, der ist vor ein paar Wochen gestorben. Der hat zu mir damals gesagt, okay, du willst es machen, aber dann mach's vernünftig. Du kaufst jetzt dieses Teil und dann nimmst du den Unterricht, was ich natürlich nicht gemacht habe. Und aber vor allem, pass auf, wir sind hier Gastarbeiter in diesem Land. Vorher bringst du mir 'n Diplom, 'ne Ausbildung, Gesellenbrief, was auch immer. Und danach kannst du dir gerne die Haare wachsen lassen und die Bühne dieser Welt rocken, aber vorher bringst du 'ne Ausbildung. Das ist alles, was zählt. Und er hatte so was von recht und das habe ich dann gemacht. was hast du dann gemacht? Ich habe tatsächlich als Erstes habe ich Gas und Wasserinstallateur gelernt. Hm. Und ich habe jeden Tag gehasst. Also heute im Nachhinein bin ich dankbar dafür, weil ich bin 'n toller Handwerker. Ich kann alles Mögliche machen bei mir zu Hause. Ich habe selbst mein Haus gebaut. Ich helfe heute noch Freunden an Wochenenden, will es wirklich überhaupt nicht missen. Aber damals war es halt irgendwie, weißt du, du bist halt so 15, 16, 17, ja, und du bist halt Rockstar und es ist alles unter deinem Niveau, weißt du. Und aber die Ausbildung ist halt einfach mal essentiell. Die ist wichtig. Es geht gar nicht um die Ausbildung, es geht einfach um die Disziplin, die du da lernst. Weißt du, dass du etwas von, egal ob du es hast oder nicht, dass du etwas wirklich durchziehst. Das bleibt dir fürs Leben.
Wo kam denn die Disziplin? Von dir selbst oder eher extrinsisch von deinen Eltern? Beides. Also ich meine, ich bin generell ein sehr, sehr disziplinierter, sehr verantwortungsvoller Mensch. Und natürlich die Angst im Nacken, weil ich hatte Angst, wenn ich jetzt diese Ausbildung nicht mache, dann nimmt mein Papa wahrscheinlich meine Keyboards weg. Und das wäre ein komplettes Desaster gewesen. Glaubst du an Aliens? Ich bin da in der Beziehung, glaube ich, eher Agnostiker. Genau, ich bin Agnostiker, wenn das deine Frage beantwortet. Agnostiker sind Leute, die weder dafür sind noch dagegen sind. Sie halten sich quasi neutral, quasi Schweizer. Ich glaube, es wäre eine Wahnsinnsverschwendung, wenn wir alleine wären in diesem Space. Auf der anderen Seite will ich nicht mit Aluhütchen mit irgendwelchen Typen einen Abend über Area 51 diskutieren. Das ist eine völlige Zeitverschwendung. Selçuk, war mir eine Ehre. Eine Mir absolute auch. Ehre. Herzlichen Dank für deine netten Fragen.